Herzlich willkommen bei mir im Atelier. Schön, dass du da bist. Ich bin Elena Büchel und ich male intuitiv. Das bedeutet, ich weiß am Anfang nie genau, was entstehen wird. Und das teile ich hier mit dir. Wenn du magst, bleib einfach ein bisschen dabei und begleite mich durch diesen Prozess. Es geht direkt los. Ich beginne meine Gemälde aus einem Impuls heraus. Ich starte mit Collagen, kombiniere verschiedene Techniken, sprühe, kratze, spachtle, schichte und lasse dabei die Kontrolle los und spiele einfach. Und genau darin liegt für mich etwas sehr Lebendiges. Erst später gehe ich auf die Suche nach dem, was sich darin verbirgt, nach einer Geschichte, die das Bild erzählt. Jetzt beschreibe ich dir kurz, was ich bis hier gemacht habe, also meine Ausgangsbasis. Die Leinwand war nicht rein weiß, sondern hatte bereits Farbe. Das ist im letzten Video entstanden, als ich das Bild gemalt habe, das du links neben diesem hier siehst. Damals habe ich mit einer Folie gearbeitet und hatte am Ende zu viel Farbe darauf. Und ganz spontan habe ich eine neue Leinwand genommen und diese Farbreste darauf abgedrückt. Das war die Basis für dieses Bild, das ich heute weiter bearbeite. Danach habe ich mit Collage gearbeitet und habe Papierstücke verwendet. Das war ursprünglich Geschenkpapier. Und diese Stücke habe ich gerissen und mit dem Kleister auf die Leinwand aufgeklebt. Und jetzt arbeite ich mit diesem Netz. Das benutze ich als Schablone und sprühe die Acrylfarben darüber. Diese Acrylfarben kaufe ich bei einem Discounter. Dieser Discounter heißt Action. Wenn du keinen Shop in deiner Nähe hast, dann könntest du auch selbst solche Farben herstellen. Dafür brauchst du eine Sprühflasche und etwas Farbe und viel Wasser. Das Mischverhältnis ist ungefähr so, dass die Farbe sehr flüssig bleibt, damit die Sprühdüse nicht verstopft. So kannst du dir ganz einfach Farben herstellen, die sich gut für Innenräume eignen. Hier hatte ich nur ein bisschen Rest in meinem Fläschchen drin und diesen Rest werfe ich einfach so auf die Leinwand und mache da solche farbigen Spuren. Ein neuer Tag beginnt. Ich komme in mein Atelier, schaue mir das Ergebnis von Vortag an, drehe und wende das Bild, betrachte es aus verschiedenen Perspektiven. Ich versuche etwas darin zu erkennen, finde aber nichts und mache einfach weiter, genauso spontan und intuitiv wie am Tag davor. Ich habe meine Leinwand jetzt mit Wasser eingesprüht
und mit Aquarellkreide ganz spontane Linien hineingezogen. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Tag beginne und in mein Atelier komme, ist das sehr aufregend für mich. Ich habe oft so viel Vorfreude, dass ich erstmal ein kleines Tänzchen mache. Das Interessante ist, wenn ich an einem Tag arbeite und am nächsten Tag wiederkomme, sehe ich das Bild mit völlig anderen Augen. Ich bringe neue Energie mit, eine andere Stimmung, und das beeinflusst immer auch, wie ich weiterarbeite. Diese Farbe, die ich da gerade aufgetragen habe, hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich mir ein Schwämmchen genommen und diese Farbe wieder verrieben und habe versucht zu entfernen. Es ist mir nicht ganz gelungen, aber so ist das für mich okay. Und nochmal etwas, was mir nicht gefällt, mein Hintergrund. Ich habe das als zu dunkel empfunden und deshalb habe ich weiß genommen und diesen Hintergrund ein wenig aufgehellt. Ich habe gerade eben mein Bild gedreht und festgestellt, da ist gerade was, was mich total stört. Ich zeige das euch. Ich gehe etwas näher dran. Schaut hier diese stark betonte Linie. Das ist eine Kreidelinie. Die Kreide ist überall im Bild und sobald man mit einem feuchten Pinsel darüber geht, wird sie sehr intensiv. Und genau das ist in dem Moment ein Problem für mich, weil mein Blick bleibt ständig daran hängen. Mein Verstand versucht sofort ein Motiv daraus zu machen oder eine Lösung zu finden, obwohl ich eigentlich noch gar nicht so weit bin. Ich möchte weiter intuitiv arbeiten und deshalb ist mein Impuls, diese starke Linie wieder aufzulösen, damit sie sich mehr mit dem restlichen Bild verbindet. Und genau das mache ich jetzt. Es ist ein neuer Tag, an dem sich etwas verändert. Sehr leise taucht etwas auf, was ich als ein Wesen erkenne. Es ist noch nicht ganz greifbar, je eine Andeutung, als würde es einfach nur da sein und das ganze Geschehen beobachten. Ich arbeite mit einem offenen Raum, im Wissen, dass ich nichts planen kann. Es gibt kein Drehbuch, es gibt nichts, woran ich mich halten könnte. Diese Videos sind keine Inszenierung, sie sind echt und das macht mich verletzlich, weil ich hier keine Perfektion zeige. Ich zeige meine Zweifel, meine Fehler und die Momente, in denen ich nicht weiter weiß. Es gibt keine Sicherheit. Und dann entsteht da
etwas. Dieses Bild hat mich dorthin geführt. Normalerweise sehe ich relativ schnell etwas, eine Form, eine Richtung, etwas, woran ich mich doch festhalten kann. Aber hier war lange nichts. Ich habe das Bild gedreht und wieder zurückgedreht, bin näher herangegangen, wieder auf Abstand gegangen und jedes Mal war da dieses Zögern. Ich könnte mich nicht festlegen. Und das ist der Moment, der nicht angenehm ist, weil ich nicht weiß, ob überhaupt etwas entstehen wird, ob ich etwas finde oder ob ich mich einfach verliere. Und genau hier beginnt dieser innere Konflikt, denn der Wunsch, etwas richtig zu machen und gleichzeitig dieses Gefühl, ich weiß es nicht. Und trotzdem gehe ich weiter. Ich arbeite mit dem, was da ist, mit Spuren, mit Farben, mit dem, was sich zeigt. Und ich bleibe. Ich halte diese Unsicherheit aus, auch wenn ich nichts erkenne. Und irgendwann verändert sich etwas. Es ist wie ein vorsichtiges Auftauchen. Und dann sehe ich es. Da auf der linken Seite habe ich ein Wesen entdeckt. Ich gehe näher dran. Das ist wirklich nur durch Pinselstriche entstanden. Und dann sind da noch 2 andere Figuren. Diese hier. Und noch diese Person, die zum Himmelskörper schaut. Ja, und dann habe ich hier unten noch etwas entdeckt, dieses gefräßige Wesen. Es ist spannend, wie vieles sich auf einmal zeigt, je länger man hinschaut. Und genau das interessiert mich. Was siehst du in diesem Bild? Was entdeckst du darin? Und welche Geschichte entsteht für dich? Schreibe es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Diese Kontur mache ich mit Ölkreide. Ich liebe diese Kreide mittlerweile. Wenn du die ausprobieren möchtest, setze ich dir den Link dazu in die Beschreibung des Videos. Mein Bild ist fertig. Das ist also mein Gemälde. Ich bin schon fertig. Alles ist geputzt. Mein Sessel wartet auf mich. Ich werde mich jetzt dahin zurückziehen und mir in Ruhe anschauen, was wird hier erzählt. Wenn du beim Zuschauen berührt wurdest oder gemerkt hast, dass da in dir etwas in Bewegung kommt, vielleicht sogar hast du so ein Kribbeln in den Fingern gespürt, dann habe ich etwas für dich, was ich dir jetzt mitgeben möchte. Es ist eine Einladung, dir das anzuschauen, ein kreatives Retreat, das ich dieses Jahr nur einmal anbiete. Das wird in Griechenland stattfinden, ein offenes Atelier am Meer.
wo wir gemeinsam durch so einen Prozess hindurchgehen können und du erleben darfst, wie das ist, intuitiv zu malen, ohne Idee, ohne einen Plan anzufangen, auf deine innere Stimme zu hören und zu spielen, ohne Erwartungen. Wenn dich das also anspricht, dann setze ich dir in die Beschreibung des Videos einen Link dazu. Schau dir das in Ruhe an und vielleicht sehen wir uns genau dort im September. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Natürlich sehen wir uns auch noch hier in diesem Raum in Kürze, vermutlich in ein paar Wochen wieder mit einem neuen Prozess. Und bis dahin, alles Gute!